Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mazda News. Heute habe ich wirklich heiße Informationen für euch, und zwar gibt es ein komplett neues Mazda-Modell, den Mazda EZ6. Und hinter diesem Namen verbirgt sich eine richtig schöne sportliche Limousine. Und was es genau mit diesem Modell auf sich hat, wie es ausschaut, was es schon für technische Informationen gibt, das erfahrt ihr hier in diesem Video, aber natürlich nur, wenn ihr dran bleibt. Gleich nach dem Intro geht's los. So, ich will euch auch nicht länger auf die Folter spannen und ich zeige euch gleich mal das erste Bild vom neuen Mazda EZ6. Vielleicht habt ihr ihn noch gar nicht gesehen, und schaut euch hier mal die Silhouette von der Seite an. Ist das nicht ein Hammerfahrzeug? Verrückt, was da die Mazda-Designer wieder auf den Weg gebracht haben. Richtig, richtig sportlich und schick. Wirklich der absolute Hammer. Aber ich habe noch ein komplettes Video vorbereitet, damit wir uns das Ganze auch mal aus verschiedenen Richtungen anschauen können und auch mal einen Einblick in den Innenraum bekommen. Denn da gibt es wirklich auch einiges zu entdecken, und das lasse ich am besten gleich mal laufen. Hier seht ihr das Ganze nun in der Farbe Soul Red Crystal, also unser typisches Mazda-Rot. Und schaut euch das mal an, diese schönen scharfen Kanten, sehr, sehr sportlich eckig gezeichnet, nicht mehr so weich wie bisher. Vorne jetzt ein kompletter Grill, man sieht hier schon, das geht also Richtung Elektrifizierung. Die Mazda-Scheinwerfer sind doch noch ganz klar zu erkennen, schauen aber ein bisschen aggressiv aus. Gibt so ein Leuchtband hinten und vorne auch sowas in der Art. Das ist sogar animiert, habe ich schon in einem anderen Video gesehen. Und dann diese Scheinwerfer vorne, wirklich der Hammer. Schaut auch relativ lang aus. Hier die Türgriffe versenkt, wahrscheinlich auch wegen der Aerodynamik, schaut natürlich auch trotzdem schick aus. Der Badge übrigens nicht wie bei den meisten Fahrzeugen im Kotflügel, sondern hier mal in der Tür integriert. Schicke Alufelgen. Und schaut euch das mal an hier. Heckspoiler ausfahrbar. Und jetzt hier seht ihr das, dunkelbraunes Alcantara-Leder und gerade auch so ein bisschen Ambiente-Beleuchtung noch zu sehen. Riesen Display. Sony Soundanlage anscheinend. Oh, diese Sitze, Wahnsinn, oder? Ja, das soll es jetzt mal für den Anfang gewesen sein, damit ihr euch ein bisschen das Auto besser vorstellen könnt. Und ich habe wirklich schon das komplette Internet abgesucht und alle Informationen, die ich irgendwie finden konnte, hier für euch zusammengetragen. Man muss dazu sagen, das ist noch auf einem sehr, sehr frühen Stand. Aber lasst uns als allererstes mal mit der Premiere beginnen. Das war vor kurzem auf der Beijing Automobilmesse. Da war also die Weltpremiere, und da wurden eben auch einige von diesen EZ6-Modellen vorgestellt. Unter anderem eben auch nochmal in einer anderen Farbe, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Hier nochmal in der neuen Farbe Melting Copper. Die gibt es jetzt auch beim CX-80 erstmalig. Finde ich auch sehr schick hier. Und hier seht ihr schon vielleicht ein bisschen durch die Fensterscheiben durchscheinen. Eine helle Leder-Ausstattung. Bei uns würde er dann wahrscheinlich Takumi heißen. Dieses braune Leder bin ich mir natürlich nicht sicher, ob das vielleicht auch dann nach Deutschland kommt. Meistens die ausländischen Fahrzeuge eher das braune Leder bekommen, in Deutschland eher das helle und das schwarze. Hier nochmal ein etwas anderes Felgendesign sehe ich. Vielleicht ein bisschen ja, eleganter nochmal von der Linie her, genau wie in die Innenausstattung. Und hier eben auch nochmal sieht man sehr schön hinten dieses Leuchtband. Also schaut wirklich klasse aus, dieses Auto. Hier auch nochmal das Bild tatsächlich vom roten Modell, was wir gerade auch im Video schon gesehen haben. Ist natürlich ganz gleich gezeichnet. Und ich habe auch mal hier für euch schon ein erstes 360-Grad Video oder einen Blick ins Innere. Das möchte ich euch auch nicht vorenthalten. Das heißt, wir schauen uns gleich mal hier auf eine Internetseite. Deswegen dauert es jetzt einen kleinen Moment, bis das geladen hat. So, wir befinden uns also gerade vermutlich in so einem Takumi-Modell. Das ist jetzt eine chinesische Internetseite, die also das schon veröffentlicht hat. Und hier möchte ich euch einfach mal ein paar Details zeigen. Natürlich, wenn wir schon direkt auf dem Fahrersitz sitzen, ist es schon faszinierend, wie Mazda hier dieses Lenkrad gezeichnet hat, und mit diesem abgeflachten Kante. Richtig schick, habe ich bei einem Mazda ab Werk auch noch nie gesehen. Wir zoomen uns mal so ein bisschen ran. Auch die Tasten wurden verändert. Hier sieht man ja ein voll digitales Display, und dann schwenke ich gleich mal hier nach rechts. Das ist natürlich schon Hammer. Also wirklich hier ein richtig großes Tablet, wenn man so will. Ich sehe auch hier keinerlei Schaltknopf oder irgendwelche Bedienungselemente. Hat man hier also anscheinend komplett entfernt. Seht ihr das hier auch, diese LED-Ambiente-Beleuchtung hier auch bis zur Ecke.
Und passt auf, das habe ich nämlich auch schon gesehen, sogar hier in den Kopfstützen drin. Echt Hammer gemacht und natürlich auch jetzt hier farbig. Das war ja immer euer großer Wunsch, dass das auch möglich sein soll. Hier vom Designer, da sieht man schon ja, sehr, sehr viel Ähnlichkeit, auch mit dem aktuellen Modellen CX-5 und mit dem CX-60. Ich war auch überrascht, dass ich hier jetzt das erste Mal Sony gesehen hatte. Bisher hatte man ja immer eine Kooperation mit Bose. Scheinbar gibt es da also auch eine Neuerung. Und was mir eben aufgefallen ist, dass jetzt sozusagen dieser Schallknauf hier ja, als Lenkstockhebel ausgeführt wurde. Wir versuchen mal hier noch einen Blick nach hinten zu werfen. Ich habe hier gesehen, dass man sich noch nach hinten beamen kann, nenne ich das jetzt einfach mal. Hier seht ihr nochmal die Rückbank, also klassische 2/3, 1/3 Konfiguration. Und guckt mal hier oben, seht ihr das? Also da haben die nichts rausgeschnitten. Das ist tatsächlich ein Panoramadach, ein riesen Panoramadach. Nicht zum Öffnen wie bisher, sondern tatsächlich eben eine komplette Fläche. Dritte Zone bei der Klimaautomatik. Ja, das sind so die wichtigsten Dinge, die mir mal auffallen. Schauen wir am besten gleich mal weiter, was wir noch in der Präsentation für euch vorbereitet haben. Ich habe natürlich auch schon mal einige technische Informationen zusammengesammelt, wobei diese hier jetzt wirklich mit besonderer Vorsicht zu genießen sind. Natürlich die Maße, ich sag mal, da wird man sich sicherlich nicht viel ändern, aber gerade bei den Motorisierungen oder bei den Ausstattungen, da kann sich schon noch sehr, sehr viel zusammenwürfeln. Das jetzt hier ist eine chinesische Spezifikation und da weiß man eben nie genau so, ob denn diese Werte auch wirklich stimmen, weil die teilweise andere Messverfahren haben oder ob das Ganze dann auch wirklich europatauglich wäre. Aber lasst uns trotzdem mal einen Blick drauf werfen, damit man einfach schon mal so ein Gefühl hat. Dieses Fahrzeug selber wird nur als Heckantrieb angeboten, hat eine Länge von ungefähr 4,92 Meter, ist 1,89 breit und 1,48 hoch. Also grundsätzlich so circa 5 cm länger als der aktuelle Mazda 6, 5 cm breiter und ca. 3,5 cm höher. Also man sieht schon, glaube ich, auch an der Größe des Fahrzeugs, dass er nochmal gewachsen ist. Ist tatsächlich aber auch ein Trend im Moment, dass die Fahrzeuge ein bisschen größer werden. Auch die Limousinen, dass eben große Coupés oder große Limousinen produziert werden. Mazda strebt mit dem Fahrzeug eine perfekte Gewichtsverteilung von 50:50 an, was natürlich sich auf das Fahrverhalten wieder positiv auswirken wird. Ist tatsächlich auch in diesem Fahrzeugsegment eine mehr Seltenheit. Es haben meistens eher Sportfahrzeuge. Und dieses Auto wird jetzt auf dem chinesischen Markt in 2 Varianten angeboten. Einmal als reines elektrisches Fahrzeug, also BEV, Battery Electric Vehicle, und als Plug-in Hybrid. Und bei dem batterieelektrischen Fahrzeug haben wir 2 Leistungsstufen, die da im Moment angeboten werden. Eines mit ca. 160 und eins mit 190 Kilowatt und ein Drehmoment von 320 Newtonmeter. Das sind jetzt natürlich keine gigantischen Werte. Wir haben ja auch ein Alltagsfahrzeug. Hier geht es also nicht um maximale Performance, sondern Mazda schreibt sich auch seine normalen Kunden, die einfach ein alltagstaugliches Auto brauchen. Bei der Batteriekapazität allerdings hat Mazda ganz ordentlich aufgestockt. Da war es ja bisher so, dass sie beim MX-30 eher so dieses typische Zweitwagenkonzept verfolgten. Das geht bei diesem Auto natürlich nicht, sondern hier hat man natürlich dann schon zeitgerechte Akkus eingebaut. Aktuell wird das Ganze in 2 Stufen wohl angeboten. Ich habe was gelesen von ca. 80 Kilowattstunden und 58 Kilowattstunden in der kleineren Fassung. Das erwirkt dann sozusagen ungefähr 700 Kilometer mit dem großen Akku und ca. 500 Kilometer mit dem kleineren. Man muss allerdings vorsichtiger sein. Das Ganze ist nach einem sogenannten chinesischen Zyklus gemessen, also China Light Duty Vehicle Test Cycle heißt das Ganze. Der ist ungefähr vergleichbar mit dem NEFZ-Zyklus in Deutschland, also der etwas leichtere, schwächere Zyklus. Der WLTP ist etwas strenger und würde niedrigere Reichweiten herausbringen. Die Beschleunigung wurde angegeben mit 6,9 oder 5,9 Sekunden bei der etwas stärkeren Maschine, was natürlich trotzdem für so ein Auto in dieser Größe schon sehr, sehr gute Werte sind. Das Ganze wird allerdings auch noch als Plug-in angeboten dort. Da hat man hier eine relativ kleine Maschine drin mit 1,5 Liter. Der leistet dann 70 Kilowattstunden und insgesamt haben wir dann hier auch wieder diese 320 Newtonmeter und den 160 Kilowattstunden Motor drin, die dann eben zusammenarbeiten können, um beispielsweise hier eben die Effizienz dieses Benziners zu steigern oder wenn natürlich der Akku leer ist, hier dann auch dafür zu sorgen, dass man eben noch benzinertechnisch weiterfahren kann. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass dann hier sowas in Europa mit so einer Art Range Extender wie beim MX-30 auch angeboten wird, weil man dieses Konzept natürlich sehr, sehr weit nun schon fortgeschritten hat. Hier hat der Akku dann diese 28,4 Kilowattstunden. Das entspricht ungefähr so der Akkugröße eines MX-30 im Moment, also schon sehr viel für ein Plug-in-Hybrid. Damit kommen wir wahrscheinlich dann schätzungsweise auf über 100 Kilometer rein elektrische Reichweite, steht jetzt nichts Konkretes da.
und da gibt es das Ganze jetzt hier auch mit einer Gesamtreichweite von ca. 1200 Kilometer an, wobei ich jetzt noch keinerlei Angaben habe über eine Benzintankgröße. Von daher ist es auch noch mit etwas Vorsicht zu genießen. Beschleunigung ist mit 9,5 Sekunden auf 0 auf 100, also deutlich schwächer nochmal als der batterieelektrische. Vermutlich hat man hier einfach die Leistung ein bisschen rausgenommen. Unten nochmal Reichweitenangaben. Ihr seht schon, hier steht wieder bis zu 1000 Kilometer. Es liegt einfach daran, dass es noch keine ganz klaren Angaben von Mazda China gibt, sondern es sind alles so Vorabinformationen, die verschiedene Zeitschriften zusammengetragen haben. Und wir haben da eben versucht, das Maximale für euch rauszuholen. Aber das sind auf jeden Fall schon mal sehr vielversprechende Daten. Und wenn sowas nach Deutschland kommen würde, das wäre schon wirklich der Hammer. Wir gucken noch mal ein bisschen weiter und gucken uns mal das Thema mit der Heckklappe an. Und ihr kennt das ja, der Mazda 6 im Moment, der wird nur als Stufenheck noch angeboten. Ganz, ganz früher, vor einigen Jahren, gab es tatsächlich auch noch ein Fließheck, war sehr beliebt, hat allerdings dann irgendwie keinerlei Abnehmer mehr gefunden. Also hat man sich auf den Stufenheck konzentriert und auf den Kombi. Und hier wird das Ganze wieder als Fließheck angeboten. Ich finde das tatsächlich sehr praktisch, weil man damit so eine Art Mischung erzeugt. Man hat einerseits die Möglichkeit, wirklich auch bequem den Kofferraum einzuladen, auch größere Gegenstände einzuladen, hat die Länge von einer Limousine im Kofferraum und gleichzeitig auch die Optik von einer Limousine. Also ich finde das wirklich eine sehr, sehr gute Lösung und ich freue mich, dass Mazda hier auch wieder die Fließheck-Variante anbietet. Wenn wir uns das Ganze mal so ein bisschen aus der Nähe betrachten, schaut mal hier an die Seite. Das runde Teil, das scheint also der Subwoofer zu sein. Ich vermute, dass man den jetzt an die Seite geparkt hat, damit man eben unten drunter genügend Platz für den Akku hatte. Aber das finde ich auch tatsächlich ganz gut, weil man hier natürlich auch vom Bass ein bisschen mehr mitbekommt. Wir gucken mal noch weiter, jetzt mal noch einen Blick von hinten. Dann seht ihr auch schon mal sehr schick ausgepolstert das Ganze, also keine Hartplastik hier verwendet, alles sehr schön ausgeschäumt bzw. hier mit Stoff verkleidet. Hier sieht man auch nochmal die Sitze dann und das riesige Display. Hier nochmal ein Blick aufs Panoramadach, das ist also wirklich ein riesen Teil, geht fast über die komplette Fahrzeuglänge, würde ich behaupten. Hier sieht man es nochmal von außen als Live-Bild, als echtes Bild. Hat man hier so einen Rahmen noch, damit man auch eine gewisse Sicherheit hat. Und hier dann unser Heckspoiler. Und wir haben tatsächlich jetzt hier erstmalig bei Mazda einen elektrischen oder dynamischen Heckspoiler, der also abhängig von der Geschwindigkeit sich aufstellt, um den Anpressdruck zu erhöhen und damit natürlich die Stabilität bei höheren Geschwindigkeiten. Finde ich sehr schick gemacht. Gibt es auch so eine Animation, die man sich anschauen kann. Also richtig klasse, freue ich mich auch drauf, dass das integriert wurde. Hier seht ihr mal die Alufelgen. Wir hatten vorhin ja schon gesehen, es gibt anscheinend hier zwei Felgendesigns. Oben vermutlich für die etwas schickere Takumi-Linie, dann ein bisschen mehr Glanz dabei. Hier eher so schwarz, silber abgesetzt, vielleicht dann eher die sportliche Linie. So ähnlich wie bei uns jetzt hier der Humura in Deutschland. Hier nochmal die Radgröße, der Reifengröße 245er, 4519 Reifen. Also das sind schon ganz ordentliche Oschis, die da eingebaut wurden. Es gibt, was uns aufgefallen ist, zwei neue Farben. Das Streaming Gold hier müsste bei uns dann das Copper sein, also die neue Farbe, die auch beim CX-80 jetzt eingeführt wurde. Dieses Bright Moon Grey ist mir selber noch nicht bekannt bisher bei Mazda. Ich konnte es jetzt auch nicht mit einer anderen Farbe, Aero Grey oder so, kombinieren. Das scheint also wirklich nochmal eine neue Farbe zu sein, die Mazda hier einführen will. Bin ich auch mal gespannt, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ist mal noch eine schöne Alternative zu dem aktuellen Matrix Grau Metallic, das eben auch sehr beliebt bei euch ist. Hier nochmal ein Blick nach innen. Wir schauen uns hier nochmal die braune Lederausstattung an und schaut euch mal diesen Sitz an. Und das fällt einem erst auf, wenn man so ein bisschen genauer hinguckt. Ihr seht es hier unten, es gibt sogar so eine Art Fußstütze. Das heißt, wenn man also hier auf längeren Strecken sich ein bisschen bequemer machen will als Beifahrer, dann kann man anscheinend den Sitz in so eine Art Schwerelosigkeitsbereich bringen, sodass man hier wirklich sehr gut auch sich ausruhen und schlafen kann. Habe ich tatsächlich auch noch nie so in einem normalen Mittelklasse-Fahrzeug gefunden. Auch elektrische Sitzverstellung sehe ich hier. Man sieht auch schon so eine Perforierung im Sitz. Das deutet also auf eine Sitzbelüftung hin. Was mir auch aufgefallen ist, in den Kopfstützen sind auch so Perforierungen drin, was für mich wieder bedeutet, dass vielleicht dieses Sony Soundsystem, ähnlich wie beim MX-5 aktuell, auch so eine Art Surround Sound bildet und euch dann hinten auch noch ein bisschen beschallt. Also auch richtig klasse, die Sitze schauen fantastisch aus, finde ich persönlich. Hier sieht man auch nochmal die Mittelkonsole, die man dann eben so ein Fach öffnen kann. Sehr schick auch von der Seite gemacht. Gucken wir mal noch weiter hier aus diesem Winkel. Hier nochmal die Ambientebeleuchtung, auch sehr schön zu sehen. Und hier nochmal ein Blick aufs Display. Da haben wir eben schon rausgefunden, es soll also ein 14,6 Zoll Display sein. Es ist wohl ein Snapdragon-Prozessor hinterlegt, der sehr, sehr performant ist. Es scheint alles über die Touch-Panel-Bedienung zu gehen oder über Gestensteuerung, Sprachbedienung natürlich. Was ich jetzt nicht mehr auf dem Bild sehen konnte, ist unser typischer Mazda Multicommander oder auch irgendwelche normalen Klimaanlagen.
Instrumente. Hier hat man sich eben wahrscheinlich auch an den aktuellen Elektromodellen orientiert, die natürlich sehr puristisch ausgestattet sind mit möglichst wenig Tasten und Elementen. Das kann natürlich wieder Vor- und Nachteil sein. Ich persönlich bin schon noch ein Fan von diesen Tasten, aber der Trend geht natürlich sehr stark in diese Richtung, dass man das Ganze in irgendwelche Menüs oder im Display integriert. Hier nochmal ein Blick auf das Sony Soundsystem, genau umgekehrt. Ich sage schon wieder Bose, weil Mazda so lange schon an Bose dranhängt. Aber wenn hier Sony dabei ist, die machen natürlich auch fantastische Lautsprecher und Soundsysteme, bin ich auch mal gespannt, wie das dann klingen wird. Hier sieht man nochmal das voll digitale Display. Leider habe ich noch keine bessere Anzeige gefunden, wie es dann wirklich ausschauen wird, wo man auch mal das Tacho-Element richtig sieht. Aber es schaut schon richtig groß aus und da freue ich mich auch drauf. Vielleicht gibt es dann auch so eine Art Kartendarstellung mal im Tacho-Display, was es bisher noch nicht gab. Da bin ich auch gespannt drauf. Hier sieht man mal das neue Head-Up-Display. Leider gibt es dazu auch noch sehr, sehr wenig Informationen. Es gibt nur sehr grobe Infos zu den Assistenzsystemen bzw. zum Thema autonomen Fahren. Anscheinend wird dieses Auto eben auch schon sehr fortschrittlich in diesem Bereich sein, kann also ca. 100 Situationen oder mehr erkennen, auch dieses schon selbstständig bewältigen. Und es gibt wohl auch speziell hier so eine Art Einparkhilfe, die das Auto eben selbstständig einparken kann und kann anhand von 150 Situationen eben das erkennen. 5 Systeme oder Sensorsysteme liefern die Daten dafür und dann kann das Auto wahrscheinlich eben autark einparken. Gab es bei Mazda tatsächlich auch noch nicht. Also hat wirklich Mazda das maximal Mögliche reingepackt, was sie in der Entwicklung hatten. Und vielleicht sogar, das schaut schon so ein bisschen aus wie Augmented Reality hier mit diesem Pfeilen im Head-Up-Display, ist allerdings wirklich nur eine Vermutung an dieser Stelle. Hier nochmal für euch die Info, dieses Mazda-Modell ist natürlich jetzt im Moment noch nicht in Europa verfügbar, sondern ist tatsächlich erstmal in China vorgestellt worden und laut den Presseaussagen von Mazda auch tatsächlich nur für den chinesischen Markt gedacht, wird also weder nach USA oder in andere Länder exportiert und dort soll es dann eben Ende 2024 schon auf den Markt kommen. Aber, und das ist der Grund, warum wir auch dieses Video machen, wir haben eben auch festgestellt, dass Mazda Anfang 2024, also im März genau genommen, hat es einen Namen schützen lassen, nämlich den Namen Mazda 6e. Und als ich dann eben gesehen habe, dass dieser Name geschützt wurde, plus nochmal ein paar Monate später in dieses Modell EZ6 vorgestellt wurde, dann kommt mich natürlich schon so ein bisschen auf den Gedanken, vielleicht versucht ja wirklich Mazda Europa hier mit China irgendwie es so zu vereinbaren, dass sie dieses Auto doch anbieten können. Und ich würde mich natürlich wirklich riesig freuen, wenn das klappen würde, weil dieses Auto in Deutschland, das wäre wirklich der absolute Hammer. Und ja, wenn euch dieses Auto auch gefällt, dann schreibt das ruhig mal in die Kommentare. Vielleicht können wir Herr Mazda sogar so ein bisschen überzeugen, dieses Auto nach Europa zu bringen. Gerne auch ein bisschen geänderte Spezifikationen, gar kein Problem. Aber wenn das nur so von diesem Design kommen würde, das wäre doch wirklich der Hammer. Ich glaube, ich würde dieses Auto sofort bestellen. Wenn es irgendwelche neuen Informationen zu diesem Thema gibt, werden wir euch natürlich auf dem Laufenden halten. Habt ihr irgendwelche Fragen zu dem Auto, packt es gerne in die Kommentare. Ich muss allerdings auch vorher schon sagen, wahrscheinlich kann ich euch da jetzt nicht jedes Detail erklären, weil wir im Endeffekt auch nur die Informationen finden, die man irgendwo auf dem chinesischen Internet oder auch im Endeffekt bei Mazda in China finden kann. Und das ist natürlich alles so ein bisschen unter Vorbehalt. Hat euch dieses Video gefallen? Denkt dran, uns ein Like zu hinterlassen. Abonniert gerne unseren Kanal. Ist absolut kostenlos für euch. Und wenn ihr die Glocke drückt, kriegt ihr immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Ansonsten danke ich euch wie immer fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder bei der nächsten Folge von Mazda News.